Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir eine leckere Kartoffelsuppe und zwar wieder nach Großmutters Art. Genau so hat sie meine Oma früher auch gemacht. Ich mache sie heute mit einer Einlage aus Mettwurst. Wenn ihr sie vegetarisch essen möchtet, lasst ihr die Mettwurst einfach weg und habt eine super vegetarische Kartoffelsuppe. Wie ich meine Kartoffelsuppe zubereite? Na, das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigen wir folgende Zutaten: ca. 2 Kilogramm geschälte Kartoffeln, 6 Möhren, eine große Gemüsezwiebel, 2 Knoblauchzehen, ein kleines Stück Ingwer, ein großes Stück Sellerie, 3 kleine Stangen Lauch, etwas krause Petersilie und 8 Mettwürstchen. Falls ihr die Suppe vegetarisch halten möchtet, lasst ihr die Mettwürstchen einfach weg. Als erstes schneiden wir die Kartoffeln in gleich große grobe Würfel. Dazu schneide ich die Kartoffeln zuerst in Scheiben, dann halbiere ich sie nochmal längs und schneide sie dann in gleich große Stückchen. Wichtig ist, dass die Stückchen ungefähr gleich groß sind, damit die Kartoffeln hinterher in der Kartoffelsuppe gleichmäßig garen können. Nun schneiden wir die Möhren. Die habe ich vorher mit einem Sparschäler geschält. Halbiere sie jetzt einmal und schneide sie dann in Stücke herunter, also quasi in halbe Scheiben. Auch die Möhren sollten ungefähr gleich groß geschnitten werden. Jetzt schneiden wir den Sellerie. Den habe ich vorher von seiner Schale befreit und schneide ihn jetzt erst einmal in Scheiben. Die Scheiben, die schneide ich dann in dünne Streifen. Und die dünnen Streifen, die werden dann in ganz kleine Würfel geschnitten. Alle so ziemlich gleich groß. Als nächstes schneiden wir unseren Lauch. Den solltet ihr allerdings vor dem Schneiden richtig gut waschen, denn da ist immer ein bisschen Dreck und Sand dazwischen. Und das knirscht hinterher in den Zähnen, das ist nicht so schön. Den Lauch, den schneiden wir dann einfach so in Scheiben herunter. Die sollten dann auch schön dünn sein. Die Knoblauchzehen, die schneiden wir in ganz kleine Würfelchen. Das geht am besten, indem ihr sie als erstes mal richtig schön klein schneidet und dann mit dem Messer einfach immer so lange darüber hackt, bis ihr richtig schön kleine Würfelchen bekommen habt. Die Ingwerwurzel, die schält ihr natürlich auch vorher, dann wird sie in Scheiben geschnitten, von den Scheiben ebenfalls in Streifen und dann in ganz feine Würfel, so wie beim Knoblauch. Auch die Zwiebel, die schneiden wir ebenfalls schön in kleine Würfelchen. Dazu halbiert ihr die Zwiebel einfach, schneidet sie der Länge nach öfters längs ein, um sie dann nochmal quer einzuschneiden. 1 bis 2 Mal, je nachdem wie dick die Zwiebel ist. Und dann könnt ihr ganz einfach kleine Würfelchen herunterschneiden. Die geschnittenen Zwiebeln, den geschnittenen Ingwer und den Knoblauch könnt ihr dann gemeinsam in eine Schüssel geben. Jetzt erhitzen wir Öl in einem großen hohen Topf auf mittlerer Hitze. Ich verwende hier Rapsöl, da es schön geschmacksneutral ist. Alternativ würde sich auch Sonnenblumenöl eignen. In das erhitzte Öl geben wir dann die Zwiebeln, den Knoblauch und den Ingwer. Das Ganze lassen wir jetzt für 2 bis 3 Minuten unter gelegentlichem Rühren richtig schön anschwitzen. Dabei sollten die Zwiebeln dann richtig schön glasig werden. Dabei solltet ihr allerdings aufpassen, dass das Gemüse jetzt noch keine Farbe bekommt. Nun geben wir den klein geschnittenen Sellerie und die klein geschnittenen Möhren dazu und rühren das Ganze erst einmal richtig gut durch. Das Ganze jetzt wieder 2 Minuten schön anschwitzen lassen, dabei immer wieder gelegentlich umrühren, denn das Gemüse darf ja nicht verbrennen.
Zu dem angeschwitzten Gemüse geben wir jetzt unsere in Würfel geschnittenen Kartoffeln dazu. Auch die lassen wir jetzt für 2 bis 3 Minuten nochmal mitbraten. Dabei solltet ihr immer wieder durchrühren, denn die Kartoffeln, die setzen sich sehr schnell am Topfboden an. Als letztes geben wir den Lauch oben drauf. Den rühren wir jetzt nochmal gut unter und lassen ihn nochmal circa 1 bis 2 Minuten mitdünsten. Im nächsten Schritt kommt dann die Mettwurst dazu. Falls ihr die Kartoffelsuppe vegetarisch essen wollt, lasst ihr die Mettwurst jetzt weg. Ich persönlich steche die Mettwurst immer mit einem Messer an, damit ein bisschen von dem Geschmack und dem Saft aus der Mettwurst austreten kann. Das Ganze übergieße ich jetzt mit ungefähr 1 Liter heißem Wasser. Ihr solltet ungefähr so viel Wasser nehmen, dass die Mettwurst und das Gemüse mit Wasser ganz knapp bedeckt sind. Zu der Suppe gebe ich jetzt noch 2 gehäufte Esslöffel Gemüsebrühe. Falls ihr frische Gemüsebrühe haben solltet, könnt ihr euer Gemüse auch damit auffüllen. Ich persönlich nutze diese Instant-Brühen sehr gerne, da ich nicht immer frischen Gemüsefond zu Hause habe. Die Gemüsebrühe wird jetzt einmal kurz in der Suppe eingerührt. Jetzt machen wir erstmal den Deckel drauf und lassen das Ganze für mindestens 20 Minuten bei mittlerer Hitze vor sich hin köcheln, so dass die Kartoffeln schön garen können. Nach den 20 Minuten Kochzeit nehmen wir als erstes jetzt unsere Mettwürstchen wieder heraus und stellen sie dann erst einmal beiseite. Als nächstes pürieren wir etwas von unserer Kartoffelsuppe. Dazu nutze ich immer so ein Litermaß. Ich finde, da drin geht das mit am besten. Da spritzt das nicht so, weil es schön tief ist. Das meiste sollten feste Bestandteile sein und ein bisschen von der Flüssigkeit. Dann wird das Ganze richtig schön zu einem sämigen Brei püriert. Und das Püree, das geben wir dann zurück in unsere Suppe. So wird die Suppe schön angedickt und bekommt eine leicht cremige Note. Insgesamt habe ich hier ungefähr gut die Hälfte der Suppe püriert. Nun kommt noch die krause Petersilie dazu. Die habe ich ganz einfach in kleine Stücke geschnitten. Alles nochmal richtig gut durchrühren und dann sollte das Ganze jetzt nochmal so für 4 bis 5 Minuten auf ganz kleiner Stufe vor sich hin köcheln. Jetzt wird das Ganze noch abgeschmeckt und zwar mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss, denn an jede Kartoffelspeise gehört für mich persönlich Muskatnuss. Das gibt der Suppe nochmal einen richtigen Pfiff. Alles gut verrühren und nochmal abschmecken, gegebenenfalls natürlich dann nochmal nachwürzen. Und nun kann die Suppe auf einem tiefen Teller auch schon angerichtet werden. Sie hat jetzt eine schöne, leicht cremige Konsistenz und es sind noch viele stückige Komponenten darin. Ich persönlich mag es so sehr gern. Wer es nicht so gerne so mag, der kann auch die gesamte Suppe pürieren. Ich gebe jetzt noch eine von meinen Mettwürstchen oben drauf und garniere das Ganze noch mit ein bisschen Petersilie. Wer jetzt die Suppe vegetarisch essen möchte, der lässt die Mettwurst einfach weg. Ja, ich hoffe, meine Kartoffelsuppe hat euch heute gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Rezept auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!